Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Tasmanian Tiger der QR-LC ZIP Plattenträger. Es ist schon eine Weile her, da hat Tasmanian Tiger den QR-LC auf den Markt gebracht, haben wir auch ein Video dazu gemacht. Höchste Zeit, dass es da mal ein Upgrade gibt. Und hier ist er, der QR-LC ZIP. Eins vorab für alle, die den anderen Plattenträger haben, sagen, oh Menno, jetzt muss ich mir schon wieder einen neuen Plattenträger kaufen, weil der hat Features, die der neue, die der alte nicht hat. Keine Sorge, da gehen wir auch drauf ein. Wir werden insgesamt 5 Videos zu dem Plattenträger machen, beziehungsweise zu der Kombination, wo ich noch gleich was dazu sage. Und da werdet ihr auf jeden Fall auch abgeholt, um eben auch kompatibel mit den alten Plattenträgern zu sein. Aber fangen wir mal von vorne an und schauen uns mal den Plattenträger im Detail an. Zunächst einmal, wir haben hier die IRR-Variante, bedeutet nach TL der Bundeswehr infrarotsicher. Hier seht ihr jetzt mal eine Aufnahme, wie das Material reflektiert bzw. nicht reflektiert unter Nachtsicht und IR-Strahlung. Daraus ist er gefertigt, mit dem Hintergrund eben für Bundeswehr und Behörden auch interessant zu sein, wenn im Nachtsichtbereich gearbeitet wird. Der Plattenträger ist eine Unisize-Größe, bedeutet, es gibt nur diese eine Größe. Ihr habt hier einen Platteneinschub auf der Unterseite, zeigen wir euch, wenn wir dann ins Detail gehen, wo die Platten eingeschoben werden können. Hier passen sowohl SAPI-Platten, US-Standard, als auch deutsche Platten. Und man hat natürlich auch ein bisschen Spielraum, einfach aus dem Grund, weil die Plattentasche elastisch ist. Aber auch das zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Gehen wir einmal von vorne nach hinten und dann schauen wir mal, was wir noch so Feines für euch haben. Okay, also auf der Front habt ihr natürlich Lasercut Molle, um hier schnell Taschen aufschlaufen zu können. Ihr habt hier im unteren Bereich ein Klettfeld, um eben auch mit Panels arbeiten zu können, die hier optional dazu erworben werden können, wie zum Beispiel das kleine Chestpick von Tasmanian Tiger. Das kann man dann hier aufkletten und hier oben dann anbringen. Auf die Montagen gehen wir auch gleich ein. Wir haben hier im oberen Bereich nochmal Klett für Patches und eine kleine Admin-Tasche, die sich von oben mit Klett ebenfalls öffnen lässt. Und da sind 3 Einschübe elastische vorhanden, um eben auch nochmal Sachen auf der Innenseite fixieren zu können. Der Name sagt schon, QR für Quick Release. Der Plattenträger ist nicht, wie man das von anderen Plattenträgern kennt, mit typischen Klettflappen, um den Kammerband oder auch die Schultern zu fixieren, sondern hat hier die Rockschnallen, die sich mit einem schnellen Ruck öffnen lassen, um dann eben entsprechend den Kammerband abzulegen oder eben halt auch die Schultergurt, also quasi ein eingebautes Schnellabwurfsystem. Ihr habt es hier eben gerade auch schon gesehen, unter dem QR-Schnallen verbergen sich nochmal 2 integrierte Funkgerätetaschen, die natürlich aber auch für andere Gegenstände genutzt werden können in ähnlicher Form. Hier passen große Funkgeräte rein, aber auch kleine Polizeifunkgeräte oder eben Magazine oder sonst irgendwas, was in der Form ist. Die Tasche ist elastisch ausgeführt an den Seiten, lässt ein bisschen Spielraum zu und hat hier oben auch nochmal 2 Schlaufen, um eben mit Schockwart auch Gegenstände fixieren zu können. Ja, ich mache mal die Rockschnalle wieder zu, damit das wieder ordentlich aussieht. Ja, dann haben wir hier an den Seiten nochmal 2 One-Wrap Velcro Klettverschlüsse, wo ich Kabelführung oder eben auch Trinkschlauchführung realisieren kann. Das Ganze führt sich dann auch im Schulterbereich fort. Hier habe ich an den Schulterpolstern auch nochmal 2 Schlaufen aus One-Wrap Velcro, um hier eben Funkkabel richtig zu organisieren können, dass man nirgendwo hängen bleibt. Die Aufhängung, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ihr habt hier die Möglichkeit, mit Panels zu arbeiten. Als allererstes natürlich, wenn ihr kein Panel wollt, sondern der klassische Molle-Taschentyp seid. Das wäre ja hier auch möglich, weil man kein Kammerband drüber machen muss oder will oder kann. Habe ich hier die Möglichkeit, eben auch ganz normal mit Molle-Taschen zu arbeiten, die direkt fest zu fixieren. Oder ich nutze eben hier die verschiedenen Aufhängungen, um Panels zu nutzen. Da hat TT wirklich unserer Meinung nach perfekt mitgedacht. Ich habe hier mal verschiedene Beispiele für euch, was alles funktioniert und wie es funktioniert. Also ihr könnt hierher gehen, könnt hier die typischen US-Buckles nutzen, die man dann hier in diesen Schlaufen anbringt. Da muss man natürlich die eine ein bisschen nach oben versetzen und dann hätte ich hier die Möglichkeit, das so anzubringen. Oder ich nehme die ganz normalen Repair-Buckles, hänge die so ein, kann dann damit arbeiten. Oder ich nehme natürlich die von TT eigenen Buckles. Da gibt es einmal die oben und unten eingehakt werden. Die würde man dann hier im Endeffekt da einhaken. Oder es gibt hier noch die mit dem Clipverschluss. Die würde man einfach hier
unter der oberen Schlaufe durchführen und dann da verschließen. Man kann diese obere Schlaufe auch verstecken, falls die einen stört. Also man hat hier wirklich genug Platz hinter der Molleschlaufe, um das auch so zu machen. Dann wäre die jetzt weg. Dann hätte man hier ein sauberes, aufgeräumtes Feld, um eben auch einen schnellen Wechsel von verschiedenen Modulen zu realisieren. So, machen wir das wieder ordentlich. Ja, sowohl an den Schultern als auch an den Kammerband hat man hier ein großes Paracord, eine Paracord-Schlaufe mit Schrumpfschlauch oben drüber, um eben auch das Ganze schnell abreißen zu können. Wenn euch das stört, könnt ihr das natürlich auch wegbauen. Aber es ist immer gut, wenn sowas schon mal dran ist, man es nicht nachrüsten muss. Die Schulterpolster lassen sich auch komplett mit Klett entnehmen, wenn ihr sagt, ich möchte gerne lieber eine Low-Profile-Lösung. Das heißt, ihr habt dann hier, könnt ihr die natürlich auch ohne die Schulterpolster nutzen. Die sind hier mit Mesh gepolstert, haben hier eine Einfassung, wo ich zum Beispiel auch Kabel natürlich oder Schlauch hier durchführen könnte, wenn ich die Außenschlaufen nicht nutzen möchte. Aber man hat im Endeffekt an alles gedacht und somit auch verschiedene Möglichkeiten. Für die Einstellung, beziehungsweise die Einstellung sieht man am hinteren Teil, das ist das vordere Teil. Hier habe ich auch nochmal die Möglichkeit, mit den Molleschlaufen zu arbeiten. Gerade wenn ich jetzt auch das Polster nicht verwende, könnte man hier was durchführen. Und ich habe hier mit dem Teil, das von hinten, von der hinteren Plattentasche kommt, seht ihr hier schon, habe ich abgenähte Bereiche. Das heißt, da er ein Unisex-Plattenträger ist, hat man hier erstmal relativ viel Material. Das ist sehr lang, aber durch diese abgenähten Bereiche kann ich hier auch beherzt mit der Schere rangehen, das abschneiden, ohne dass es weiter aufreißen wird und mir dann die entsprechende Länge anpassen, wie man das gerade eben braucht. So, machen wir das einmal wieder zu. Denn jetzt, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, kommt das, was den neuen Plattenträger ja auch ausmacht, weil das ist jetzt hier im Großen und Ganzen ja schon das, was ihr kennt vom alten Modell. Ihr habt ein Zip-on-Modul. Fangen wir aber oben an. Hier habt ihr als allererstes einmal eine Bergeschlaufe. Die ist mit Klett am Plattenträger fixiert. Das heißt, die kann ich bei Bedarf dann lösen, um eben noch ein bisschen mehr Griffigkeit zu haben. Und so ist sie schön angelegt, damit nichts im Weg ist. Ihr habt jetzt hier ein vollumfängliches Molle-Panel, das ihr je nach Einsatz bestücken könnt. Das heißt, ihr habt hier Lasercut, könnt ihr Molletaschen aufbringen, so wie ihr das braucht. Zusätzlich habt ihr hier an den Seiten noch Daisy Chain vernäht, also auch Schlaufen, um eben zum Beispiel Antennen von Funkgeräten zu fixieren oder Gurtausrüstung, irgendwas, was ihr ja noch irgendwie seitlich befestigen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, mit der Daisy Chain zu arbeiten. Und das Ganze ist hier eben an den Plattenträger mit Reißverschlüssen festgezippt. Und zusätzlich nochmal oben mit Klett und mit 2 Polymerschlaufen hier eingesetzt. Das heißt, das Gewicht sitzt nicht auf dem Reißverschluss, sondern ist hier oben drin. Der Klett hält noch ein ganzes Stück und den Rest, das Übrige, tut der Reißverschluss, um eben das Ganze zu fixieren. Wer möchte, kann auch noch zusätzlich unten hier mit 2 Druckknöpfen arbeiten und das hier nochmal einhängen, dass auch quasi der untere Teil nochmal gesichert ist. Das Molle-Panel ist relativ simpel ausgeführt, seht ihr ja schon, klein, leicht, so möchten wir das auch gern haben. Bietet aber trotzdem noch die Möglichkeit, im Innenbereich zum Beispiel eine Trinkblase aufzuhängen. Dafür habt ihr oben einen Klettverschluss, den ihr öffnen könnt und da ist dann drin die typische, die man von TT kennt, die typische Aufhängung für die Trinksysteme, nämlich einmal ein großer Klettverschluss und nochmal eine kleine Schlaufe. Also egal, welche Trinkblase ihr da habt, die könnt ihr hier einsetzen. Von der Größe her passt hier natürlich nicht eine 3-Liter-Blase rein, aber eine 1-Liter-Blase würde hier problemlos hineinpassen. Dann habt ihr hier noch 2 zusätzliche Laschen. Die sind dafür gedacht, wenn ihr zum Beispiel Werkzeug hier in diesem Molle-Panel nutzen wollt. Dann könnt ihr nämlich hergehen und quasi das Werkzeug hält ja dann den Klett offen. Das heißt, das ist dann schon mal nicht gesichert und kann hin und her schlackern. Und dann nehmt ihr einfach diese beiden Laschen, die hier vorhanden sind, und führt die in das Molle vom Plattenträger ein. Dann bleibt hier noch Laminat oben überstehen, um hier ganz einfach dann das Ganze wegzuziehen und damit dann eben Zugriff aufs Werkzeug zu haben. Unten drunter die eigentliche Rückseite des Plattenträgers ist auch Lasercut Molle, um hier eben auch natürlich zum Beispiel mit flachen Taschen arbeiten zu können, die man hier anbringt als Standardausstattung
und für alle Extras kann man dann immer ein Molle-Panel oben drüber bauen. Ihr seht es ja auch schon die ganze Zeit im Hintergrund und fragt euch vielleicht auch, was hängt da Tolles. Das sind die weiteren Molle-Panels, die es jetzt neu gibt, zum Plattenträger passend, werden wir euch auch noch im Detail vorstellen. Aber jetzt erstmal nur so viel. Ihr habt Molle-Panel und ihr habt die 3 da hinten. Was genau, zeigen wir euch dann in den nächsten Videos. Vom Standard her, für alle, die es interessiert, da gehe ich aber auch nochmal im Detail drauf ein, wenn wir das Molle-Panel separat vorstellen. Hier werden Wislon 10 YKK-Reißverschlüsse verwendet. Die sind nach dem, ich nenne das mal den Crye-Standard, weil die haben im Endeffekt auch diesen Reißverschluss und viele andere Hersteller haben das nachgemacht, eben auch diesen Reißverschluss zu nutzen. Und das hat natürlich den riesen Vorteil, dass man auch kreuzkompatibel ist zu anderen Herstellern. Das finden wir toll, dass TT da auch den Weg gegangen ist, um eben einfach auch dann Leuten die Möglichkeit zu geben, deren oder die TT-Panels zu nutzen an anderen Plattenträgern, anderen Herstellern, solange der Standard gegeben ist. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir ihn einmal vom Dummy runter hier und schauen uns mal den Kammerband an. Um an den Kammerband zu gelangen, müsst ihr hier im unteren Bereich die Platte oder das Plattenfach öffnen. Dazu habt ihr hier auch einen langen Webbing-Strap, um hier das Ganze zu öffnen. Und damit gelangt ihr hier in den Verstellbereich für den Kammerband. Der ist auch nochmal zum Öffnen hier mit Klett. Und damit seht ihr dann das ganze Wunder. Wir haben das jetzt mal hier oben fixiert. Normalerweise hat man hier unten dann den Ausgang, wo man die Shockward durchlegen kann und da dann auch on the fly, ohne das alles zu öffnen, das Ganze nochmal enger oder weiter stellen kann. Wir haben es einfach der Ordnung halber jetzt mal nach oben gepackt. Ihr seht hier schon, der Kammerband ist hier in der Länge her massiv noch nutzbar. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Reihen Molle pro Seite. Das heißt, egal ob dick oder dünn, ihr habt hier gut Platz in alle Richtungen zu expandieren. Der Kammerband, den kennt ihr auch schon, den haben wir euch vorgestellt im Detail. Das ist der strukturierte Kammerband von Tasmanian Tiger. Er hat meiner Meinung nach auch genau hier in diesem Plattenträger sein volles Potenzial. Denn wenn ihr mit Panels, Zip-on-Panels arbeitet, in der Regel auch mit Sachen, die dann relativ schwer sind und direkt am Plattenträger getragen werden, tendiert ein Plattenträger dazu, nach hinten zu gehen. Das heißt, die vordere Platte wird hochgezogen, euch unter das Kinn gezogen, stört euch, Verletzungsrisiko und so weiter und so fort und ist einfach nicht schön. Da hilft ein strukturierter Kammerband massiv und genau das hat man hier gegeben. Der Kammerband, wenn ihr das Video euch nochmal anguckt, könnt ihr den euch auch nochmal im Detail anschauen, aber nur so viel. Hier ist eine Curve-Einlage drin, das heißt, er ist verwindungssteif in der horizontalen und damit hat man natürlich dann einmal einen Ring, der den Körper umgibt und dadurch können die Plattentaschen sich nicht mehr so stark bewegen. Ein weiteres Feature ist hier natürlich, dass man Molle-Schlaufen hat, um Taschen anbringen zu können. Und falls ihr im Besitz von der Crye Smart Pouch Suite seid, die haben hier quasi so Taschen gebaut, die man per Molle verbinden kann, aber auch eben mit Klett hier öffnen. Und dann kann ich hier das Ganze durchführen. Es geht ein bisschen schwerer bei TT als bei anderen Herstellern, das durchzuführen bei dieser Art von Tasche, weil TT den Weg gegangen ist, eine große Rockschnalle zu nehmen. Was unserer Meinung nach aber definitiv kein Nachteil ist, sondern eher ein Vorteil, einfach weil man hier vorne dann mehr Fläche hat, die das Ganze verbindet. Ja, aber man kriegt es ja trotzdem drauf, wie ihr sehen könnt. Und dadurch hat man natürlich dann hier die Möglichkeit, das Ganze zu fixieren. Möglich macht das Klett, der auf der Innenseite verlegt ist. Dort könnt ihr dann zum Beispiel auch Side-Sapi-Platten montieren und die dann entsprechend anbauen, um dann Schutz zu schaffen für Platten an der Seite. Aber das ist noch nicht alles, denn es könnte ja auch sein, dass ihr sagt, Zip-on cool, ich mache mir da ein paar leichte Taschen dran, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen strukturierten Kammerband. Ich will einen normalen Kammerband haben, der ist gleich mit dabei. Das ist immer eins von TTs Markenzeichen auch, dass man nicht alles extra kaufen muss, sondern tatsächlich das große Leistungsumfeld schon mit dabei hat. Das gilt übrigens auch für das Molle-Panel, falls ich das noch nicht gesagt habe. Das kommt gleich mit dem Plattenträger mit dabei. Also wenn ihr diesen Plattenträger jetzt kauft, habt ihr gleich das Molle-Panel mit dabei. Ja, der reguläre Kammerband ist relativ einfach ausgeführt. Den kennt man auch von anderen Systemen her noch, beziehungsweise von anderen Plattenträgern. Ihr habt hier einen Bereich in der normalen Breite für Molle, habt auf der Innenseite auch nochmal Klett, um eben Side-Sapi-Pouches zu montieren. Habt hier einen kleinen Bereich, der elastisch ist, um eben Spiel zu geben.
Hier auch wieder die typischen Abnähnähte von Tasmanian Tiger, um das Ganze zu kürzen bei Bedarf. Und der wird dann einfach hier in dem Bereich eingesetzt und festgeklettet. Ja, da braucht man dann keine Führung mehr, wie es jetzt hier bei dem Kammerband der Fall ist, wo ich hier durchgehen kann, sondern der wird einfach aufgeklettet. Ihr seht ja, der strukturierte Kammerband hat nur 2 Reihen hier, also insgesamt 3 Molle-Reihen, wenn man es mal so sieht, aber 2 Reihen gehen hier durch. Ihr könnt hier aber auch, wenn ihr zum Beispiel einen 3-Band-Kammerband nutzen wollt, habt ihr auch die Möglichkeit, denn hier oben ist noch eine 3. Schlaufe vorhanden, damit ihr da im Endeffekt auch noch mehr Möglichkeiten habt, das ganz individuell zu gestalten. Dann können wir auch gleich mal reinschauen ins Plattenfach. Einmal die Platte raus. Das ist nicht weiter unterteilt. Ihr habt hier einen Streifen Flauschklett noch auf der Innenseite. Das heißt, ihr könnt hier auch das Ganze von der Höhe her hier ein bisschen variieren. Seht ihr ja schon, habt ihr auch hier 3 Reihen Klett, um eben auch mit größeren Platten arbeiten zu können. Und die Besonderheit hier ist, dass ihr im Seitenbereich elastisches Material habt und dadurch auch eben verschieden dicke Platten problemlos sich einsetzen lassen. Die Innenseite ist mit Mesh ausgepolstert. Ihr habt hier einen helleren Bereich und 2 schwarze Bereiche außen. Die sind aber von der Höhe her gleich. Also es ist jetzt kein Luftkanal, wie man das vielleicht von den Rucksäcken kennt, sondern das liegt überall gleich an. Und damit habt ihr hier auch ein gutes Tragegefühl. Kommen wir zur Zusammenfassung und zum Fazit. Der QR-LC ZIP ist, man kann mir meine Freude, glaube ich, schlecht nicht ansehen, ist der richtige Weg, richtig gelungen. Ich bin großer Freund von diesen Zip-On-Lösungen, auch wenn vielleicht der ein oder andere Hardcore-Operator sagt, Zip-On ist nur was für Airsoft und Paintball. Meiner Meinung nach ist das Blödsinn, weil gerade die Missionen heutzutage sich so sehr und so oft unterscheiden und solange das Geld bei der Behörde da ist, eben verschiedene Setups schon vorzukonfigurieren, spart man dann den Leuten, die dann die Arbeit tun müssen, massiv Zeit, weil sie einfach ihre fertigen Presets haben können und vor allem auch dann die Rollen untereinander schnell tauschen können. Da kann man sich vorstellen, dass der Breacher zum Beispiel, der Breacher ist ja normalerweise nicht der sein Zeug trägt, sondern der davor trägt das ja. Und dann kann man dann im Endeffekt sagen, okay, alles klar, heute trägt mal wer anders das schwere Werkzeug. Und das wäre dann eben mit dieser Lösung extrem schnell möglich, ohne dass man den Plattenträger in der Größe auf die neue Person anpassen muss, sondern man passt im Endeffekt nur das eigentliche Zip-On-Modul an, tauscht das aus, so wie man es braucht. Und eins kann ich euch jetzt schon sagen, auch die anderen Module, die wir euch noch vorstellen werden, die haben es in sich, das ist echt gut durchdacht. Ja, ihr bekommt den QR-LC ZIP sowie alle Molle bzw. Panels, Zip-On-Panels, die es da gibt, überall dort, wo man Produkte von Tasmanian Tiger kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr zu dieser Neuerung? Schreibt uns mal in die Kommentare, würde uns sehr freuen. Bleibt dran, das Molle-Panel kommt als nächstes und danach die 3 anderen. Und wir schauen, dass wir das euch auch möglichst in einer kurzen Zeit hintereinander liefern, damit ihr nicht so lange warten müsst bei der Entscheidung, welche Komponenten ihr zusammen laufen lasst. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.